willkommen zu einem neuen Video. Und heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, beschäftigen wir uns hier mit unserem Kombi-Instrument, insbesondere dem Einbauen von Tachoringen. Und nebenbei können wir auch noch mal so ein bisschen nach möglichen Fehlerquellen schauen, die sich hier so anbieten. Ja, und steigen wir gleich ein hier in unserem Innenraum. Und was wir natürlich hier machen müssen, unter anderem das Lenkrad abnehmen, aber auch so einige andere Abdeckungen und Verblendungen. Ja, wie hier zum Beispiel unten diese Lenkradsäulenverkleidung. Ja, und diese Blende hier vorne, die ist mit solchen Rändelmuttern festgemacht. Die nehmen wir gleich ab. Und natürlich hier unsere Tacho-Verblendung, die unter anderem hier oben mit so zwei Schlitzschrauben oder Kreuzschlitzschrauben festgemacht ist. Ja, was brauchen wir für Werkzeug? Eine Knarre mit einer 22er Stecknuss und hier zwei Schraubenzieher, ein Kreuzschlitzschraubendreher und einen Schlitz. Ja, los geht's hier mit unserem BMW-Emblem. Das muss natürlich hier raus. Das geht am besten mit einem kleinen Schraubenzieher. Aber vorher sollten wir hier unser Lenkrad in der Stellung verriegeln, in der Mittelstellung, weil so können wir es nachher abnehmen und ja, beim Abschrauben würde sich das Ding sonst mitdrehen. Außerdem habt ihr so die korrekte Position. Wenn ihr euer Emblem abhabt, könnt ihr das hier weglegen und dann hier die 3/8 Zoll Knarre nehmen mit einer Stecknuss. Die kommt einfach da rein und ihr könnt die dicke Zentralmutter lösen. Wenn ihr hier die Mutter gelöst habt, dann ja, könnt ihr im Prinzip hier das Lenkrad abnehmen mit eurer dicken Mutter, aber zunächst müsst ihr hier diese Lenkradverriegelung wieder rausnehmen, weil sonst bekommt ihr das Lenkrad nicht abgezogen. Und wie ihr seht, kommen wir jetzt hier wunderbar an unser Cockpit ran. Hier seht ihr nochmal die Unterlegscheibe, die unterhalb der Mutter ist, und wir nehmen uns hier einen dicken Schlitzschraubendreher und entfernen hier unsere Lenkradsäulenabdeckung. Die könnt ihr einfach nach unten wegklappen, das reicht im Prinzip an Platz. So, der nächste Schritt ist hier diese untere Verblendung. Was wir hier noch nicht so sehen können, ist dahinter, unten drunter, befinden sich zwei so dicke Aluminium-Rändelmuttern. Da müsst ihr so ein bisschen runterfummeln mit euren Händen und könnt dann diese Mutter hier drehen. Hier seht ihr sie mal, ich habe die Kamera mal von unten drunter gehalten. Das sind diese beiden Muttern, die ihr einfach lösen müsst. Und dann könnt ihr euer Verblendungsteil rausziehen. Hier sieht man nochmal diese beiden Rändelmuttern, die Plastikschräubchen hier von eurer Lenkradverkleidung und die restlichen Teile. Ja, wir nehmen die Dinger jetzt hier raus, beziehungsweise hier diese Blende. Und hier sieht man nochmal die Gewinde, wo die Rändelmutter drauf gehört. Die Instrumentenkombi ist hier mit 4 Schrauben fest. Ihr seht hier in der Mitte diese silbernen Schrauben und im äußeren Bereich hier dunkle Schrauben. Und die 4 müssen wir jetzt rausschrauben. Wichtig ist, dass ihr die Dinger nicht verwechselt, weil die unterschiedlich lang sind. Hier sieht man nochmal die äußere Schraube, und diese Schraube ist hier deutlich länger als die innere silberne Schraube, und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn ihr die Dinger reinschraubt und die zu lange Schraube hier in das falsche Loch reinsteckt, dann zerstört ihr hier eure Kombi damit. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Wenn jetzt die 4 Schrauben unten raus sind, dann fehlen hier noch die 2 oberen Schrauben. Das sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, weil hier die Sonne so reinblendet, aber hier oben sind nochmal 2 Kreuzschlitzschrauben, die sind so mittellang. Hier sieht man sie nochmal, die beiden müssen natürlich auch raus. Nun können wir hier unsere Instrumentenblende rausnehmen und haben jetzt hier einen freien Blick auf unser Instrument. Und man kann jetzt hier im oberen Bereich schon sehen, da sind nochmal 2 Kreuzschlitzschrauben, die müssen raus, und dann hängt quasi euer Instrument frei.
So, jetzt kann man hier mit den Fingern so reingreifen in diese beiden Laschen und dieses Instrument nach vorne ziehen. Und wie ihr seht, hier links und rechts haben wir zwei solche dicken Kunststoffstecker. Die müsst ihr entriegeln. Mit einem kleinen Schraubenzieher hier könnt ihr diesen Plastikclip hier hochhebeln und dann kann man hier mit den Fingern vorsichtig diesen Stecker rausmachen. Auf der anderen Seite habt ihr auch nochmal so einen Stecker. Wir haben hier einen blauen Stecker und auf der anderen Seite einen weißen Stecker. Hier sieht man den weißen nochmal, also hochhebeln das Teil und vorsichtig mit den Fingern euren Stecker rausziehen. Und nun könnt ihr euer Instrument rausnehmen. Ja, wie ihr natürlich wisst, wollen wir hier in unsere Instrumentenkombi verchromte Kunststoff-Tachoringe einbauen, damit das Teil etwas schöner aussieht. Und ich habe mir hier welche von eBay geholt. Ja, leider sind die Dinger nicht so gut verarbeitet, wie ich gedacht habe. Hier sieht man nochmal diese 4 Instrumente. Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Tacho und hier die Temperaturanzeige. Und hier im unteren Bereich, da befindet sich der Kodierstecker für euer Fahrzeug. Ja, auf der Rückseite unserer Kombi seht ihr hier verschiedene Anschlüsse. Hier der blaue und der weiße Stecker, den wir gerade abgemacht haben, und hier natürlich die Instrumentenbeleuchtung. Diese Glühbirnen da kann man tauschen, solltet ihr hier einzelne haben, die nicht funktionieren. Ja, hier ist nochmal ein weiterer Kodiersteckeranschluss für ältere Fahrzeuge. Und ja, hier im Außenbereich sind 9 Schrauben. Und diese 9 Schrauben hier müsst ihr quasi rausdrehen, um euer Instrument weiter zerlegen zu können. Hier in der Mitte sind nur die Schrauben für die Instrumente, die können drin bleiben. Ja, hier seht ihr nochmal die Befestigung für eure kleinen Instrumente. Hier die Temperaturanzeige. Das kann eine Fehlerquelle sein. Sollten die Dinger spinnen, lohnt es sich hier diese kleinen Messingmuttern einfach anzuziehen, um hier den Kontakt wiederherzustellen. Auf der anderen Seite hier genauso für eure Tankanzeige habt ihr ebenfalls eine Befestigungsmutter. Aber hier für eure Aktion können die Dinger einfach drin bleiben. Ja, und hier sehen wir nochmal, wie ich hier unsere neuen Schrauben rausdrehe. Ja, so ein bisschen im Zeitraffer. So, da sind unsere neuen Übeltäter und wenn die Teile jetzt raus sind, dann kann man hier dieses Instrument voneinander lösen. Ihr könnt so ein bisschen den Schraubenzieher nehmen, um nachzuhelfen, ganz vorsichtig zu hebeln und dann lässt sich das Teil hier einfach rausziehen. Ja, hier lohnt es sich nochmal einen Blick auf diese Batterien zu werfen, die hier in diesem Gehäuse sind. Ihr seht hier, diese Batterien können mit der Zeit alt werden und auch Fehler verursachen. Und um die zu tauschen, müsst ihr im Prinzip hier diese kleine Platte abschrauben und dann kann man gucken, dass man die gewechselt bekommt. Ich glaube, bei diesem Modell sind die allerdings gelötet. Da ist es nicht ganz so einfach, aber das ist nochmal so ein weiterer Punkt, auf den ihr achten könnt. Wie man hier sieht, hat hier mein Vorgänger hier dieses Instrumentenglas hier mit Klebeband gesichert. Ich habe hier dieses Instrument von einer Firma gekauft, die die Teile über eBay vertickt, und somit ist hier die Glasscheibe mit Klebeband gesichert. Und wichtig ist, wenn ihr diese Glasscheibe hier löst, ganz, ganz vorsichtig anheben, sonst brecht ihr die Dinger kaputt. In der Regel sind die Dinger hier geklebt. Und aus diesem Grund müsst ihr hier dementsprechend vorsichtig sein. So, jetzt lässt sich unser Glas hier abheben und ja, wie ihr seht, ist das jetzt nicht besonders schwierig. Und nun können wir hier schauen, dass wir unsere Tachoringe reinbekommen. Ja, eigentlich sollte es so sein, dass die Dinge einfach so halten. Ich klippe die rein und die sollten halten, aber
Leider habe ich hier so ein paar Modelle erwischt, die hier nicht gut verarbeitet sind. Im Prinzip kann man die Dinger so nicht drin lassen, man muss die einkleben. Und das bedeutet natürlich hier so ein bisschen Sauerei. Ich versuche es hier zunächst mit Sekundenkleber die Teile einzukleben, also, aber ich kann euch sagen, das mit Sekundenkleber ist nicht so die beste Aktion, weil der Sekundenkleber richtet unter Umständen hier Schaden an auf eurem Instrument, insbesondere auf hier der schwarzen Seite. Besser ist, wenn ihr Silikon verwendet. Das Silikon hat einfach den Vorteil, dass es hier ja, elastisch ist und ihr könnt die Rückstände einfach viel besser entfernen. In der Regel mache ich ja hier keine Negativwerbung, aber ich kann euch im Prinzip hier davon abraten, hier diese Tachoringe zu kaufen. Die Dinger, die ich habe hier, sind von der Firma FMW und irgendwie kosteten knappe 20 Euro. Und offensichtlich sind die Teile einfach nicht so toll und deswegen solltet ihr vielleicht etwas mehr Geld ausgeben, wenn ihr euch solche Teile bestellt. Die Schwierigkeit, die ihr hier habt mit Silikon, sind natürlich hier die Rückstände, die eventuell dann übrig bleiben, und man muss eben gut gucken, dass ihr hier diese Silikonspuren beseitigt bekommt, also schön wegpolieren. Und aber ja, sicherlich geht das mit Silikon hier besser, als wenn ihr hier Sekundenkleber verwendet. Das Beste ist natürlich, diese Tachoringe passen einfach so, dass ihr sie nur reinklippen braucht. Da könnt ihr euch hier diesen ganzen Ärger mit verschmiertem Silikon auf eurer Chromschicht hier einfach sparen. Rückstände könnt ihr natürlich hier beseitigen, auch indem ihr hier mit einem kleinen Schraubenzieher quasi diese Reste wegschiebt. Oder ihr nehmt nachher einfach ein Feuchttuch. Ja, man kann es halt mit verschiedenen Reinigungsmitteln versuchen. Am Ende würde ich hier ein Mikrofasertuch benutzen, um hier diese Chromringe einfach sauber zu machen. Wie man sieht, ist hier das Ergebnis ganz gut. Unsere Chromringe glänzen schön, und wenn ihr hier soweit durch seid mit dieser Aktion, nehmen wir hier unsere Glasscheibe und machen die so ein bisschen sauber. Wichtig ist, benutzt hier keine scharfen Reinigungsmittel. Ich habe mir hier fast einen abgebrochen, hier diese Scheibe vernünftig sauber zu machen, und ja, wenn ihr Pech habt, richtet ihr dadurch mehr Schaden an, wenn ihr die Dinger hier auspolieren wollt, als die Sache wert ist. Ja, im nächsten Schritt nehmen wir hier Silikon und tragen das hier auf die Ränder vorsichtig auf. Genau. Und wenn ihr das soweit habt, dann packt ihr vorsichtig eure Scheibe da drauf, ohne hier diese Plastikscheibe hier voll zu schmieren. Und ja, wenn diese Scheibe drauf ist, dann könnt ihr das hier wieder mit Klebeband sichern. Das ist jetzt keine so schlechte Idee, hier zusätzlich zu den Klebestellen das mit Klebstoff zu machen, beziehungsweise hier mit Klebeband. Dann könnt ihr einfach auch eure Glasscheibe bei Bedarf wieder abnehmen. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen so ein bisschen WD-40 und sprühen hier unsere kleinen Messingmuttern so ein bisschen ein und ziehen diese Instrumentenmuttern etwas fest, wie ich euch schon gesagt habe. Man kann auch diese kleinen Instrumente rausbauen und die Kontakte so ein bisschen mit Schleifpapier reinigen und danach wieder einbauen, solltet ihr Probleme mit euren Instrumenten haben. Das ist meistens oder häufig ein Fehler und ein Ärgernis. Beim Aufsetzen eures Instrumententeils guckt, dass das Teil richtig sitzt. Hier seht ihr, unterhalb dieses gelben Steckers sind so zwei Löcher. Da sind quasi zwei Stifte, die da durchgehen. Die müssen genau passen, und wenn das passt, dann bekommt ihr euer Kombi auch vernünftig eingesetzt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, kommen hier unsere neuen Schrauben wieder rein, und die werden jetzt hier gleichmäßig festgezogen. Am besten macht das so schrittweise und vorsichtig, nicht mit Gewalt. Und ja, somit könnt ihr hier euer Instrument wieder komplettieren. Ja, und das Ergebnis ist trotzdem nicht so schlecht, obwohl ich mit den Tauringen
nicht so zufrieden bin, sieht das Ganze natürlich recht edel aus, wie man sieht. Ja, und das Instrument kann jetzt hier wieder ins Auto reinschieben, das Teil, aufpassen, dass ihr keine Kabel einklemmt und eure Stecker wieder einklicken, den weißen und danach den blauen. Hier dieser schwarze Clip wird dann wieder runtergedrückt und somit verriegelt er hier eure Stecker. Vorsichtig reinschieben, ihr könnt auch diese Laschen hier dafür verwenden. Die müssen oben sitzen. Das Instrument insgesamt ist etwas schräg, also geneigt. Und wenn das Teil soweit fest ist, dann kommen oben wieder eure beiden Kreuzschlitzschrauben rein. So, unsere Schrauben sind drin und jetzt können wir hier noch so ein bisschen sauber machen, das Ganze zwischendurch. Ja, und nun geht es hier weiter mit unserer Verblendung. Die wird wie gehabt oben mit 2 Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt und auch unten hier in die inneren Bohrungen kommen hier wieder unsere silbernen kurzen Schrauben und im Außenbereich dann wieder die langen, dunklen. Die solltet ihr hier nirgendwo anders reinschrauben. Und im oberen Bereich kommen halt auch so mittellange, dunkle rein. Aber wenn ihr aufgepasst habt hier beim Ausbau, dann passiert es euch auch nicht, dass ihr die Teile verwechselt. So, nun kommt hier die Blende wieder rein. Das Teil von oben reinsetzen in die dafür vorgesehenen Bohrungen und von innen werden dann wieder die Rändelmuttern drauf gefummelt. Da müsst ihr so ein bisschen reingriffeln mit euren Händen, aber ihr könnt diese Teile erfüllen, diese Gewinde, und so schwierig ist das Ganze nicht. Ja, am Ende hier wieder eure Lenkradsäulenverkleidung mit diesen 3 Plastikschrauben und natürlich dann das Lenkrad wieder drauf. Das Lenkrad ist ja jetzt noch verriegelt hier mit dem Lenkradschloss und hier kommt natürlich die Unterlegscheibe drauf und eure dicke Zentralmutter. Und dadurch, dass das Lenkrad verriegelt ist, könnt ihr auch mit eurer Knarre, hier eine 3/8 Zoll Knarre, euer Lenkrad wieder festziehen. Ja, hier sieht man die Teile, ja, das Lenkrad ist jetzt hier eingerastet und einfach handfest machen. Ihr müsst nicht wie so ein Berserker da drin dann rumreißen und am Ende kommt euer BMW-Emblem rein und ja, das Ganze ist fertig. Und wenn ihr soweit seid, dann ja, sollte man natürlich hier die Instrumente so ein bisschen testen, mal die Zündung einschalten, hier die Blinker testen und ob eure Instrumente auch irgendwie zucken und ja, am Ende empfehle ich natürlich auch eine Probefahrt. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder für heute und man sieht hier nochmal, die ganze Geschichte hat sich durchaus gelohnt. Euer Instrument strahlt jetzt wieder und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich wieder ein neues Video bringe und ich sag mal, bis bald, euer Phil.